Hallo, willkommen zu unserem heutigen Tutorial, bei welchem ich zeigen werde, wie man diesen alten Schlüssel erneuert. Wie ihr sehen könnt, ist der schon ziemlich mitgenommen. Tastenfeld ist defekt, hat hier einen Kratzer. Ja, den werden wir heute erneuern. Was benötigen wir dazu? Wir brauchen natürlich ein neues Gehäuse, so wie dieses hier. Ja. Werkzeug brauchen wir einen Schlitzschraubenzieher wie diesen, also wenn möglich so schmal wie möglich hier vorne, ja, und ein Stück Draht, das so gebogen ist, ja, also hier vorne ist so eine Öse oder so eine Rundung und hier hinten nochmal so ein Griff, damit wir dran ziehen können. Ja. So, was müssen wir dafür tun? Als erstes müssen wir den Schlüssel hier rausbekommen. Dafür drücken wir den Taster oder den Schieber an den Riegeln nähen und ziehen den Schlüssel raus. Ja. So, als nächstes müssen wir das Batteriefach aus dem Gehäuse rausbekommen. Dafür drückt ihr hier innen diesen Taster nach innen. Ja, also wenn ich den nach innen drücke, dann entriegel ich das Batteriefach und kann das rausziehen. Moment, ja, ein bisschen Fingerspitzengefühl benötigt. So, jetzt haben wir es draußen. Kommt das Batteriefach zum Vorschein, welches wir auch wieder benötigen. Diesem Batteriefach sind 2 Batterien verbaut. Das sind, ja, die eine Batterie lasse ich drin. Das sind CR2025. Ich würde euch empfehlen, diese zu tauschen, da die erfahrungsgemäß schon an ihrem Lebensende sind. Und ja, macht auf jeden Fall Sinn, die zu tauschen. Für dieses Tutorial lasse ich die aber drin. Ja. So, das Wichtigste aus dem Schlüssel ist aber eigentlich die Platine, die da drin ist. Sie können diese grüne Platine sehen und die ist verriegelt mit diesem weißen Plastik da drin. Jetzt ein Hinweis von mir, ihr müsst extrem vorsichtig sein bei der Methode, die ich euch jetzt zeige, da ihr die Platine beschädigen könnt, wenn ihr nicht vorsichtig arbeitet. Ja? Deswegen bitte langsamer lieber arbeiten und dafür, genau, also wie gesagt, mit dem Schlitzschraubenzieher muss man zwischen das schwarze Gehäuse und das Plastikteil, dieses weiße, einen Spalt bekommen. Dafür drücke ich den Schraubenzieher da rein, ja, und drehen um 90 Grad. So, da verbiegt sich natürlich alles ein bisschen, das ist aber noch okay. So, Moment. So, und jetzt habe ich da einen Spalt und in diesen Spalt tue ich vorsichtig jetzt, schaut mal, diesen Draht einführen, okay? So, gerade langsam runter, da. Noch nichts drehen, ja, einfach nur gerade runtergeführt. Dann nehme ich den Schraubenzieher wieder raus. Jetzt habe ich den Draht drin. Wenn ich den Draht jetzt ganz leicht drehe, ganz leicht, nicht zu viel, leicht drehe und dann dran ziehe. So, habt ihr gesehen? Dann habe ich jetzt dieses weiße Plastik, diese Plastikhalterung rausgezogen und ziehe vorsichtig die Platine raus. Platine immer am Rand fassen, damit es dort zu keiner Beschädigung kommt. Das alte Gehäuse brauche ich jetzt nicht mehr. So, ja, am Rand fassen bitte. So, genau. So, was brauche ich jetzt aus dem alten Schlüssel? Ja, die Platine, die Halterung oder diese Platinenhalterung, das Batteriefach und der Schlüssel. So, hier ist jetzt das neue Gehäuse. Jetzt nehme ich die Platine vorsichtig am Rand. Diese weiße Halterung setze ich wieder, hier sind so 2 Löcher, mit den Pins hier dort ein. So, ja, dann ist es fest auf der Platine oder wackelt nur ganz leicht auf der Platine. So, jetzt führe ich die Platine mit den Kontakten hier, ne? Das sind die Druckkontakte, eben hier in das
neue Gehäuse ein. Das könnt ihr auch nochmal sehen hier, ne? Vorsichtig. So. Das gleitet da langsam rein. So. Könnt ihr sehen? Bis es einrastet. Vorsichtig drücken. So, jetzt ist es eingerastet. Und jetzt ist nur noch das Batteriefach notwendig, um den Schlüssel zu komplettieren. Und der Schlüssel, zack, noch der Schlüssel rein und voilà, euer neuer Schlüssel. Wenn euch dieses Tutorial gefallen hat, abonniert bitte unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.